Wolltet ihr immer mal schon euren Räumen eine komplett andere Optik verpassen? Eventuell ein wenig Science Fiction und darin herumlaufen? Dank eurer MetaQuest 3 und der Unreal 5 Engine ist das gar kein Problem und auch gar nicht so schwer zu realisieren. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie sich eure virtuelle Umgebung in der Quest 3 euren Räumen und ihrer Einrichtung anpasst. Dabei könnt ihr eure Lampen leuchten lassen oder auch zufällig Schränke oder Bilder erstellen lassen. Und jeder Raum, den ihr vorher gescannt habt, passt sich automatisch den Gegebenheiten an. Und mittlerweile erkennt die Quest 3 ja auch verschiedene Räume in der Wohnung. Hi, ich bin Christoph von X2Anima und wir starten. Als Voraussetzung für dieses Tutorial sollte eure MetaQuest 3 mit der Unreal Engine 5 verbunden sein. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, schaut euch doch bitte das passende Video dazu an. Den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung. Und ihr benötigt neben dem Meta XR Plugin auch noch das recht neue Mixed Reality Utility Kit. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Beschreibung. Ladet das Utility Kit herunter und entpackt es wie das Meta XR Plugin in euren aktuellen Unreal-Ordner. Bei mir ist das Version 5.3. Und da unter Engine, Plugins und Marketplace. So, wir starten ein neues Projekt. Games, Blank, Mobile, Scalable und ich nenne das Ganze MR Sci-Fi. So, als erstes gehen wir nun unter Edit Plugins und aktivieren das Meta XR Plugin und das neue Mixed Reality Utility Kit. Außerdem deaktivieren wir noch alles bei OpenXR, falls dieses noch aktiviert sein sollte. Nun braucht Unreal einen Neustart. So, als nächstes müssen wir noch ein paar Einstellungen bei den Project Settings machen, damit sich die Quest 3 und Unreal 5 auch so austauschen können, wie wir das möchten. Bei Input sollte Default Touch Interface auf None eingestellt sein. Bei Rendering stellen wir die Mobile Anti-Aliasing Methode auf MSAA, deaktivieren Mobile HDR und aktivieren Mobile Multiview. Bei Android müsst ihr oben das APK Packaging aktivieren. Es sollte dann grün werden. Minimum SDK auf 29, Target SDK auf 32. Weiter unten muss man Support Vulkan aktivieren, OpenGL ES 3.2 deaktivieren, Package for MetaQuest Devices aktivieren. Bei Remove Oculus Signature Files könnt ihr auch einen Haken machen. Android SDK, hier sollten die richtigen Pfade stehen und SDK auf 32 und NDK auf 29 eingestellt sein. So, jetzt noch unter Plugins bei Meta XR Plugin ist die API auf Oculus OVR Plugins gestellt. Den Color Space stelle ich mal auf die Quest 1 und bei Supported MetaQuest Devices stelle ich die MetaQuest 3 ein. Dann braucht es weiter unten noch 3 Häkchen, einmal bei Pass-Through Enabled, Anchor Support und Scene Support. So, das sollte es gewesen sein. Jetzt ist nochmal ein Neustart nötig. Nun erstellen wir ein neues leeres Level. Einen neuen Ordner mit Namen Blueprint und in diesen Ordner erstellen wir einen neuen Pawn Blueprint. Diesen nenne ich ganz einfallsreich mal BP Pawn. Das sind sozusagen wir selber im Raum. So, und damit wir auch was sehen können, brauchen wir ein paar Augen bzw. eine Kamera, durch die wir schauen können. Dafür öffnen wir den Blueprint Pawn und packen ihm über Add eine Kamera dazu. Dann auf Compile und wir können dieses Fenster schließen. In das neue leere Level ziehen wir den Pawn Blueprint und setzen diesen auf 0, 0, 0 und setzen den Autoplayer auf Player 0. Dann öffnen wir den Place Actors Panel, suchen das Skylight und verschieben es auch in das Level. Wohin ist eigentlich egal.
Unter den Details finden wir unter Light den Source Type und wählen hier SLS Specified Cube Map. Nun können wir direkt darunter bei Cube Map den Daylight Ambient Cube Map auswählen. Dieses machen wir, um eine schöne Rundumbeleuchtung mit einer netten Reflexionseigenschaft zu bekommen. So, und nun brauchen wir nur noch den MR Utility Kit Anchor Actor Spawner im Level. Nun haben wir schon alles das, was wir im Level als Actors benötigen und speichern einmal alles. Wir müssen dem Level noch einen Namen geben. Ich nenne dieses Mal MR Sci-Fi. Außerdem müssen wir nun auch noch einmal in die Project Settings und hier unter Maps and Modes unser MR Sci-Fi Level einstellen, damit es auch nach dem Start des Programms aufgerufen wird. Nun können wir im Actor Spawner unter Spawn Groups alle vorgegebenen Objekte Blueprints zuteilen und das ist auch der große Vorteil vom neuen Utility Kit. Beim Oculus XR Scene Actor konnten wir nur Static Meshes zuweisen, also statische Objekte. Nun können wir unseren Objekten verschiedene Eigenschaften geben, wie zum Beispiel Bewegungen oder Licht und diese auch wesentlich besser anpassen. Wenn ihr diesem Tutorial genau folgen wollt, ladet gerne meine eigenen Texturen und Objekte herunter. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Die Datei könnt ihr einfach in einen beliebigen Ordner entpacken, den ihr unter Unreal gut wiederfindet. Dann erstellt ihr euch 2 Ordner, einmal Textur und einmal Static Mesh und importiert ihr dann die passenden Inhalte. Dabei könnt ihr beim Import der FBX-Dateien unter Material Do Not Create Material wählen und Import Texture deaktivieren, da wir unsere Materialien selbst erstellen werden. Die Warnungen nach dem Import könnt ihr ignorieren. Jetzt habt ihr all die Möbel und die Texturen, die wir für unsere Sci-Fi-Szene benötigen. Eine kleine Aufgabe haben wir noch, bevor es richtig weitergehen kann. Wir öffnen den Texturordner, wählen alle Texturen an und gehen auf Edit. Nun müssen wir bei jeder Textur bei MipGen Settings No Mipmaps auswählen. Warum machen wir das? Mipmaps sind sozusagen die LODs der Texturen. Das heißt, wenn wir weiter von einer Textur entfernt sind, wird diese durch ein schlechter aufgelöstes Bild ersetzt, um Speicher zu sparen. Das kommt im VR aber A zu verschwommenen Bildern und B sieht man die Umwandlung. Beides ist nicht so schön und da wir diese ganze Szene ja für uns selber machen und es dementsprechend uns auch leisten können, die ganze Zeit mit vollen Texturen zu arbeiten, nehmen wir diese raus. Testet es sonst gern mal aus, wie es mit Mipmaps aussieht. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir für die Wände, Objekte etc. keine Static Meshes mehr verwenden, sondern Blueprints. Diese müssen wir allerdings erst einmal erstellen. Wir kümmern uns als erstes mal um die Wände, Decken und den Fußboden. Importiert habt ihr dafür nur ein Mesh. Dieses ist eine flache Platte, die wir für alle 3 gut gebrauchen können. Nun fehlt uns noch das passende Material dazu. Dafür erstellen wir uns noch einen Materialordner und in diesen ein neues Material. Diesen gebe ich den Namen mFloor und öffne es. Als Textur benötige ich hier FloorDiff und FloorRefill, also für Reflexion, und ziehe diese beiden hinein. FloorDiff verbinde ich mit dem Base Color. FloorRefill gebe ich einen Multiply und verbinde diesen mit einem Emissive Color. Den Multiply mit einem weiteren Multiply und diesen mit einem Constant Sui Vector. Hier stelle ich nun eine blaue Farbe ein, 00, 0,05 und 0,35 und verstärke diese, indem ich hier noch 100 eingebe. Warum mache ich das Ganze? Ich möchte gerne eine dunkelblaue Kachel haben mit hellblauer Beleuchtung drumherum. Das Ganze soll auch noch schön reflektieren, also verbinde ich bei Roughness noch einen Constant. Dieser bleibt auf 0,0.
Ach ja, und nochmal M-Floor auswählen und beim Material Two-Sided auswählen. So ist es dann egal, welche Ausrichtung die Platte hat. Das sollte es hier fürs Erste gewesen sein. Allerdings kommen wir hier auch gleich nochmal zurück. Warum, werde ich euch dann zeigen. Wir müssen den Static Mesh Boden noch die Textur zuweisen. Das können wir auch direkt im Blueprint machen. So, dafür erstellen wir uns im Blueprint-Ordner ein neues Blueprint, und zwar einen Actor, und diesen nennen wir BP Floor. Diesen öffnen wir und gehen unter Components auf Add und suchen hier uns das Static Mesh. Dann nach rechts und hier unter Static Mesh den SM Floor einfügen. Einmal Compile. Und jetzt können wir unter Material auch M-Floor auswählen. Und dann unter Transform Mobility können wir noch Static einstellen, denn der Boden wird ja nicht mehr verschoben. Das nächste Material ist für die Decke. Neues Material erstellen. Namen vergeben. Styling. Öffnen. So, dem Base Color gebe ich direkt eine Farbe, also einen Constant Hue Vector. Als Farbe wähle ich 0,023, 0,026 und 0,038 und Roughness verbinde ich wieder mit einem Constant 00. Auch hier geben wir dem Material noch Two-Sided. Schließen und speichern. Um Zeit zu sparen, dupliziere ich den Floor Blueprint und nenne diesen BP Styling. Öffne diesen und ändere das Material in den eben erstellten M-Styling. Jetzt kommt das Material für die Wand. Hier können wir uns ganz gut am Bodenmaterial bedienen, duplizieren dieses und geben ihm den Namen M-Wall. Hier wechseln wir einfach nur zwei Texturen aus. Einmal wählt ihr die aus, die mit dem Base Color verbunden ist und wählt unter Texture Styling Diff aus und beim anderen statt Floor Raffle Styling Raffle. Der Unterschied bei diesem Material zum Bodenmaterial ist, dass hier der leuchtende Rand etwas kleiner ist. So, wir duplizieren wieder unser Boden-Blueprint und nennen es BP Wall. Hier gehen wir erst einmal in den Viewport und wählen den Static Mesh an. Da wir eine Wand haben möchten, müssen wir die Platte aufrichten. Dafür geben wir im Transformfeld 90, 0, 90 bei Rotation ein und wählen bei Mobility Static und dann bei Materials M-Wall. Nun haben wir unsere 3 benötigten Blueprints und können diesen unter dem Utility Kit Anchor Actor Spawner zuweisen. Hier geht ihr in die Spawn Groups, einmal in Styling, Index aufklappen und bei Actor BP Styling auswählen. Den Rest lassen wir so. Stretch by Scaling bedeutet, dass die Decke an die gesamte gescannte Decke angepasst wird. Das gleiche machen wir bei Floor, nur eben wählen wir beim Actor BP Floor aus. Und das gleiche auch noch einmal bei Wallface. Hier nehmen wir BP Wall und wählen hier auch noch Match Aspect Ratio an. Hier versucht der Actor dann, sich so zu drehen, dass er am besten zur gescannten Vorlage passt. Das ist ja genau das, was wir wollen. So, nun haben wir unseren Raum, wenn er bisher auch noch leer ist, fertig. Nun müssen wir noch das prozedurale Material festlegen. Das ist das Material, was an unsere Spawn Groups, also unsere Wände und Möbel angewandt wird, wenn wir hier nichts definiert haben. Dementsprechend würde jetzt der leere Raum mit Blöcken unserer Möbel gezeigt werden. Hier können wir jetzt entweder
Fallback to Procedural deaktivieren oder aber wir suchen uns das MI Highlights Translucent Material. Das mache ich in diesem Fall. Jetzt fehlt immer noch eine Kleinigkeit, um uns die Szene in der Brille ansehen zu können. Denn diese weiß ja bisher noch nicht, dass sie den gescannten Raum auch verwenden soll. Dafür braucht es noch einen Befehl im Level Blueprint, also öffnen wir diesen mal. Hier verbinden wir das Event Begin Play mit Load Scene from Device Async und Compile. Jetzt können wir das erste Mal unseren Raum auf die Brille packen und diesen dann in dieser starten. Also nicht aus Unreal direkt heraus, sondern direkt in der Brille und wir befinden uns in unserem Sci-Fi-Raum. Solltet ihr nach dem Starten nur einen schwarzen Bildschirm sehen, beendet einfach die App und startet sie ein zweites Mal, dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Wir nehmen uns jetzt nochmal den Fußboden vor. Hier hätte ich gern ein Fliesenmuster, dementsprechend öffnen wir das Material M-Floor. Was wir jetzt benötigen, ist eine World-Align-Textur. Mit dieser können wir einer Textur eine feste Kachelgröße geben, egal wie diese Textur vergrößert wurde. Und das wissen wir eben auch nicht, weil jeder Fußboden in einem Raum ja unterschiedlich groß ist. XYZ Texture verbinden wir mit einem Emissive Color und auf der anderen Seite mit der Textur. Hier müssen wir allerdings vor diese noch mit der rechten Maustaste in ein Texture Object umwandeln. Außerdem müssen wir noch eine Größe bei Texture Size wählen. Dieses machen wir mit dem Constant. Für mich passt hier 32 ganz gut. Denkt daran, wenn ihr diese größer oder kleiner wählt, dass dieses in Zweierpotenzen passieren muss, also 8, 32, 64 etc. Außerdem ändern wir bei der Base Color noch die Textur in Siling. Wenn wir uns jetzt den Raum in der Brille hochladen und dort anschauen, haben wir einen schön gekachelten Fußboden. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Möbel. Bevor wir sie in die einzelnen Spawn Groups einsetzen können, müssen wir deren Blueprints erstellen und Materialien zuordnen. Also erstellen wir uns noch ein paar Materialien. Um ein wenig farbliche Atmosphäre zu schaffen, brauchen wir noch ein paar leuchtende Farben, zum Beispiel grün. Also erstellen wir im Materialordner ein neues Material und nennen es M-Green. Öffnen es, erstellen einen Constant 3 Vektor mit den Werten 0, 0,3, 0. Verbinden diesen mit einem Multiply, das Ganze mal 100 und verbinden es mit einem Emissive Color. Fertig. Dann hätte ich gerne noch eine rote Farbe. Dazu dupliziere ich einfach die grüne, nenne diese M-Red, wieder öffnen und ändere die Farbe in 1, 0, 0,02 und im Multiply auf 6. So, auch schon fertig. Dann noch blau, auch wieder das grüne Material duplizieren, M-Blue, öffnen, Farbe ändern in 0, 0,05, 0,35, fertig. Und ein rosa hätte ich auch noch sehr gerne, also duplizieren, M-Pink, öffnen. Als Werte nehme ich hier 0,32, 0,005 und 0,22 und stelle den Multiply auf 10. Auch fertig. So, und als letzte leuchtende Farbe hätte ich gerne noch ein Gelb, also wieder duplizieren, M-Yellow, öffnen, Farbe ändern in 0,28, 0,23, 0, auch fertig. Nun brauchen wir noch ein paar nicht leuchtende Materialien. Einmal für den Türrahmen, also ein neues Material, M-Door, öffnen, Two-Sided anklicken,
Constant 3 Vektor und als Farbe wähle ich hier mal 0,023, 0,026 und 0,038. Und eine Spiegelung wäre auch noch schön, also ein Constant an Roughness mit dem Wert 0,1. Apply und schließen. Für die Bildschirme brauchen wir auch noch ein Schwarz. Also mDOR duplizieren, dieses nenne ich mMonitor Black, öffnen und als Farbe nehme ich fast nie gerne ganz schwarz, also mache ich es auf 0,005, das Ganze dreimal und Roughness stelle ich auf 0,2. So. Dann haben wir Bilder an der Wand hängen, also ein neues Material. Das nenne ich mal mImage 1. Öffnen. So, wir gehen auf unsere Texturen und ziehen Image 1 herein. Verbinden das mit dem Emissive Color. Dann sieht das ganze Bild ein bisschen hinterleuchtet aus. Das machen wir jetzt auch mit den anderen beiden Bildern. Duplizieren also mImage 1, nennen es 2, öffnen, bei Texturen Image 2 auswählen, fertig. Und bei Image 3 nochmal das gleiche. Dann noch einmal duplizieren. Das Ganze mWindow nennen und hier dann die Window-Textur hereinnehmen. So, dann haben wir nämlich einen netten Blick aus dem Fenster. Und jetzt das Ganze noch dreimal für die Monitorbilder. Diese nenne ich Monitor 1 und 2 und 3. Warum ich hier 3 nehme, erkläre ich euch gleich noch später. So, ich weiß, das Ganze ist etwas nervig, aber noch 2 Texturen, dann haben wir es. Ihr fragt euch sicher, was jetzt noch kommen soll, aber wir haben auch Pflanzen und diese brauchen etwas Grün und braune Erde. Geht aber schnell, neues Material, ich nenne es mGround, bei Two-Sided ein Häkchen setzen, Constant 3 Vektor und als Farbe nehme ich 0,15, 0,05 und 0,023. Und noch ein neues Material und das nenne ich mPlant. Öffnen, Two-Sided, Constant 3 Vektor und als Farbe nehme ich hier 0,03, 0,24, 0,028 und bei Roughness noch ein Constant 00. Soll ja eine futuristische Pflanze werden, die darf sich auch ein bisschen spiegeln. Geschafft. Das war es mit den Texturen. So, diese Texturen müssen wir den Objekten nun zuweisen. Das könnt ihr natürlich ganz einfach nach euren Wünschen machen. Ich zeige euch hier nur meine Ideen dazu. Fangen wir einfach mal mit den Betten an. Also, das große Bett. Siling und die Leuchtleisten werden grün. Das gleiche mache ich beim kleinen Bett. Und auch bei den beiden Stühlen, groß und klein.
Jetzt kommen die 3 Schränke. Hier nehme ich beim ersten Element M-Yellow, dann M-Blue und beim dritten M-Door. Dann für die Tür, Element 1 und 4 werden M-Door, Element 2 wird M-Red und Element 3, da setze ich M-Blue ein. Die große Lampe, Element 1 und 3 M-Siling und Element 2 M-Green. Die kleine Lampe, Element 1 Siling, Element 2, 4 und 6 M-Blue und Element 3 und 5 M-Green. Kommen wir zu dem Monitor, Element 1 Monitor Black, Element 2 M-Green und Element 3 M-Monitor 1. Nun kommen wir zu den 3 Bildern. Element 1 M-Door, Element 2 M-Blue und Element 3, da packen wir das Bild hin, M-Image 1. Die Bilder sind übrigens alle mit Adobe Firefly erstellt, um keine Copyright-Probleme zu bekommen. So, und das gleiche, was ich bei Image 1 eben gemacht habe, mache ich jetzt auch mit den anderen beiden Bildern. Nun kommen wir zur Pflanze und nehmen von oben nach unten M-Door, M-Ground, M-Plant und für die Früchte M-Pink. Nun der Tisch. Dieser bekommt M-Door, M-Green und M-Blue. Und zu guter Letzt noch das Fenster. Hier nehmen wir M-Door, M-Window und M-Blue. Fertig. Kommen wir zu dem Erstellen der Blueprints. Das heißt, wir haben gegenüber dem vorigen Oculus XR Scene Actor nun durch das Utility Kit die Möglichkeit, hier einen viel größeren Einfluss auf diese nehmen können als auf Static Meshes. Also los. Wir beginnen mit den Betten. Betten? Wieso denn mehrere? Naja, ein Einzelbett und ein Doppelbett, je nachdem, was gerade vorhanden ist. Also, ein neues Blueprint. Actor und wir nennen das BP Bed Small. Öffnen es. Nun müssen wir unter Components wieder ein Static Mesh setzen und diesen das kleine Bett zuweisen. Compile, fertig.
BP Bed Big, öffnen und tauschen beim Static Mesh einfach das Bett aus. Die zugewiesenen Texturen bleiben, Compile, fertig. Dann haben wir die Bilder, also neuer Blueprint, Actor, BP Image 1, öffnen, Add Static Mesh, Image 1 auswählen. Hier müssen wir jetzt noch die Ausrichtung ändern, da das Bild sonst im 90-Grad-Winkel verkehrt an der Wand hängt. Also die in der Z-Rotation -90 eingeben. Hier muss man ein wenig ausprobieren, welches die richtige Ausrichtung ist. Compile, fertig. Hier können wir den Image Actor einfach zweimal duplizieren und ersetzen beim Static Mesh das jeweilige Bild. Nehmen wir uns nun die Stühle vor. Hier können wir uns ein Bett schnappen und dieses auch zweimal duplizieren und dann umbenennen, öffnen und beim Static Mesh zu den Stühlen wechseln. Das gleiche mache ich mit der Tür und dem Fenster. Hier nehme ich das Image 1, dupliziere es zweimal, benenne es um, dann öffnen und austauschen. Der Vorteil, dass ich hier den Actor vom Image genommen habe, ist der, dass diese schon richtig ausgerichtet ist. Habt ihr einen anderen Actor genommen, achtet darauf, dass die Z-Rotation wieder auf -90 eingestellt ist. Und ändert die X-Location noch auf +10, weil es sonst sein kann, dass das Bild in der Wand verschwindet. Nun nehmen wir uns die Lampen vor. Hier können wir einen Stuhl duplizieren, ihn umbenennen und wieder öffnen. Wieder beim Static Mesh das Ganze ersetzen und nun kommt noch etwas Neues. Es ist ja eine Lampe und die soll auch leuchten. Also geht ihr bei Components auf Static Mesh, dann auf Add und sucht euch das Spotlight heraus. Dieses müssen wir jetzt noch ein wenig anpassen, damit es auch nach oben leuchtet. Mein Z-Wert ist bei 28, meine Y-Rotation auf 90. Außerdem habe ich meine Lichtfarbe noch etwas wärmer gestellt auf 1, 0,98 und 7,3. So, Compile, fertig. Dann die Lampe duplizieren, den Namen ändern auf BP Lamp Big, öffnen, auf Static Mesh und die Lampe auf die große tauschen. Wie ihr im Viewport seht, ist unser Licht jetzt zu weit unten, also bei Location Z140 wählen und ich mache sie auch etwas heller als die kleine Lampe und erhöhe die Intensität auf 8000. Compile und fertig. Kümmern wir uns nun um die Monitore. 3 Stück sind es. Wir duplizieren hier unser BP Image 1 und benennen es in Monitor 1, öffnen, Static Mesh ändern in Monitor, Compile und fertig. Nun brauchen wir noch 2 weitere Blueprints als Monitore und duplizieren den ersten zweimal. Öffnen sie nacheinander, gehen auf Static Mesh und ändern hier nur die letzte Monitortextur. Da bei den Monitoren sich nur das Bild ändern soll, nicht aber das Objekt an sich, können wir bei allen 3 Monitoren das gleiche Static Mesh benutzen. So, für die Pflanze duplizieren wir wieder einen Stuhl, nennen sie BP Plant und wählen diese im Static Mesh aus.
Compile und auch fertig. Nun haben wir noch 3 Schränke. Hier auch wieder den Stuhl duplizieren, den Namen ändern, BP Cupboard 1, öffnen, im Static Mesh auswählen und nun sehen wir im Viewport, dass er auch noch gedreht werden muss. Also Z-Rotation 90 Grad, Compile und schließen. Diesen Schrank noch zweimal duplizieren. Wir benennen ihn einfach in Cupboard 2 und 3 um und ändern dementsprechend auch das Static Mesh hier. So, als letztes brauchen wir noch unseren Tisch. Hier duplizieren wir unseren Schrank, benennen diesen BP Table, wieder öffnen, Auswechseln des Static Meshes, Compile und schließen. So, wir haben es geschafft. Nun haben wir alle benötigten Blueprints und können diese im MR Utility Kit einbauen. Dieses klicken wir an und gehen jetzt unten die einzelnen Spawn Groups durch. Fangen wir mit dem Bett an. Hier klicken wir zweimal auf Add Element, da wir ja 2 verschiedene große Betten haben. Unter Index 0 wählen wir beim Actor Bed Small und beim Index 1 den Actor Bed Big. Außerdem wählen wir bei beiden Index das Match Aspect Ratio an, um die Betten so zu drehen, dass sie vom Seitenverhältnis am besten zur Vorgabe passen. Und wir wählen bei Selection Mode noch Closest Size. So versucht Unreal das am ehesten in Frage kommende Bett von seiner Größe her zu verwenden und so ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass bei einem Einzelbett auch ein Einzelbett gesetzt wird und bei einem Doppelbett eben das Doppelbett. Styling hatten wir schon, kommen wir also zur Couch. Auch hier nehmen wir 2 Index. Einmal den kleinen und einmal den großen Stuhl. Selection Mode wieder auf Closest Size und den Scaling Mode setzen wir bei beiden auf No Scaling, da ich hier die Stühle bzw. Sitzboxen so verwendet habe, dass die durchschnittliche Sitzhöhe einer normalen entspricht. Probiert am besten auch mal selber aus, was passiert, wenn ihr hier stattdessen Stretch oder eine andere Option nehmt. Und manchmal mag eine andere Option für eure Einrichtung sogar sinnvoller sein. So, Doorframe. Hier haben wir nur einen und so können wir den Rest lassen. Floor haben wir schon, also auf zu den Lampen. Hier benötigen wir 2 und zwar groß und klein. Und für mich habe ich mich hier bei beiden für No Scaling entschieden. Selection Mode wieder auf Closest Size. Auf zur Pflanze. Auch hier haben wir nur eine, BP Plant. Und hier nehme ich Uniform Scaling. Die Pflanze soll schon ein wenig nach der Größe der Originalpflanze sich anpassen, aber nicht in irgendeine Richtung stark verzerrt werden. So, jetzt kommen wir zu Screen. Wir haben 3 Bildschirme, also 3-mal Add Element und diese beim Actor auswählen. Dann nehme ich hier auch Uniform Scaling und außerdem wähle ich bei allen 3 noch Match Aspect Ratio und Calculate Facing Direction an. So sollte der Monitor dann mit dem Bild auch zu uns schauen. Außerdem lassen wir hier bei Selection Mode Random. Da alle 3 Monitore gleich groß sind
und sich nur durch das Bild auf dem Bildschirm unterscheiden, soll hier einfach beim Start ein zufälliger ausgewählt werden. So, Storage. Hier fügen wir unsere 3 Schränke hinzu, also dreimal Add Element und die Schränke beim Actor hinzufügen. Selection Mode Closest Size, damit größentechnisch der bestmögliche genommen wird. Außerdem lassen wir den Scaling Mode auf Stretch, damit sich die Schränke genau an den Vorgaben anpassen, und wählen bei allen Match Aspect Ratio und Calculate Facing Direction aus. Dann kommt unser Tisch. Actor BP Table, Match Aspect Ratio an, Calculate Facing Direction an und den Scaling Mode lassen wir auf Stretch. Wall Art. Nun bauen wir unsere 3 Bilder ein. Dreimal also Add Element. Beim Actor BP Image 1, 2 und 3. Scaling Mode uniform, Selection Mode lassen wir auf Random und Aspect Ratio und Facing Direction, hier setzen wir wieder einen Haken. Wallface haben wir schon, bleibt nur noch Window Frame. Wir haben nur ein Fenster, das BP Window, und der Rest kann so bleiben. Other habe ich mal ignoriert. Solltet ihr hier beim Raumvorbereiten etwas hinterlegt haben, wird dieses nicht angezeigt. Falls ihr hier aber etwas haben möchtet, baut euch doch einfach hier auch einen Schrank oder einen Stuhl mit ein. So, das sollte es gewesen sein. Nun könnt ihr es alles hochladen und das Ganze in eurer Quest 3 starten und in euren eigenen Räumen ausprobieren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.